Liebe KollegInnen, liebe KlavierpädagogInnen, ich freue mich sehr, dass ihr hier vorbeischaut im Kanal Musikerwerb durch das Klavier. Ich möchte euch ganz kurz zeigen, wie ich im Unterricht arbeite mit den SchülerInnen und welche Materialien ich wie verwende. Ich empfehle ganz herkömmlich, dass die Schüler ein gedrucktes Exemplar hin und her tragen zwischen Zuhause und Klavierunterricht, wo sie auch sehen, wie weit sie fortgeschritten sind in der Methode und wo sie auch sehen können, wo der Weg noch hinführt oder eben auch mal ein Stück in Eigenregie vorwegnehmen, wenn sie gelangweilt wären. Dieses Heft wird auch mit jedem Schüler bearbeitet. Es kann ein Titelblatt entstehen oder Sie können ein eigenes Klavier einkleben. Es gibt auch diese Aufgaben, wo Sie etwas dazu schreiben sollen oder wo wir dann später mit Farbe die Glocken eintragen. Also dieses Heft entsteht Schritt für Schritt mit dem Schüler, nimmt Farbe an sozusagen. Daneben verwende ich ein leeres Heft. Das kann ein Heft sein, was ganz leer ist, was dann gestaltet wird durch den oder die Schülerin und was dann später auch, es gibt solche Hefte, die dann später auch die Linien schon vorgedruckt haben, wenn dann mit Noten oder Notenpunkten gearbeitet wird. Auch hier, je nach Niveau und Alter der Schülerin, entsteht ein ganz anderes Heft, eine kleine Klavierwelt, worauf die SchülerInnen meistens extrem stolz sind und dann auch später gerne auf diese Anfangszeit am Klavier zurückblicken. Wenn ihr elektronisch unterwegs seid, also auf dem Tablet arbeitet und auch die Schüler allenfalls schon ein Tablet dabei haben, da gibt es auch die farbige Version runterzuladen. Ich empfehle aber wirklich im Unterricht ganz herkömmlich mit Bleistift und Papier und Farbstiften zu arbeiten. Ich mache sehr gute Erfahrungen damit, die Schüler sind stolz auf ihre Hefte und ihr habt Spaß, weil bei jedem und bei jeder Schülerin ein ganz anderes Werk entsteht. Viel Spaß dabei und ich freue mich auf eure Rückmeldungen.